Heute wollen wir euch mal das optimale Sanitärgebäude zeigen, was aus meiner Sicht natürlich ganz wichtig ist und die Camper unglaublich bewerten, ist bei euch auch in Google zu sehen. Ihr habt eine Google-Bewertung von 4,8, unter anderem auch zurückzuführen auf das Sanitärgebäude. Es gibt Leute, die kommen hier rein und sagen, darf ich erst mal das Sani-Gebäude gucken und dann buchen die erst. Ja, da sind wir recht gelassen. Ich sage gerne. Könnt ihr euch gerne anschauen, über den Platz laufen und dann ist es eigentlich, ich kenne eigentlich keinen, der dann nicht gebucht hat. Der Micha, wir sind im Harzcamp Goslar, in der Mitte ein Stern, das könnte auch Wild West sein, der Stern. Ist das so eine leichte Anlehnung? So ein bisschen auch die Schrift. Ja, Camp, Harzcamp Goslar. Ja, genau. Das erinnert mich so ein bisschen an den Europapark. So, kennst du das? Auch nur weil du es jetzt angesprochen hattest. Ja, hat es mich dann auch daran erinnert, ja. Micha von Harzcamp Goslar, Jan Herzog, meine Tochter aus Lettland, die ich zwangsverpflichtet habe gegen Bezahlung. Und ja, Sarah, grüß dich. Hallo. Wir gucken uns die Sani-Sachen mal an und das Ganze ist wirklich top bewertet. 4,8 bei Google. Das ist ein Teil des Platzes nur, dass ihr es seht. Und das sind eure Tiny-Häuschen. Da werden wir auch gleich mal einen Film drüber machen. Das Eigentlich sind nennt man sie ja Pots. Pots. So aus den Pots sagt man dazu. Gut. Ne? Diese halbrunden, aber Tiny-Häuser ist genauso gut. Ferienhäuser. Viele wissen ja nicht, was Pots bedeutet. Kommt wohl aus dem Englischen, habe ich mir sagen lassen. Wir sind Schlafpod. Schlafpot. das Ne? Ja. sind auf jeden Fall schön. Ja. Pot schön, ja. Dann werden wir uns das Ganze mal anschauen. Ja, kommt mal mit. Der Kinderspielplatz ist direkt vor dem Sani-Gebäude. Im Moment ist ruhig. Das hat ein bisschen was damit zu tun. Wir filmen heute am Donnerstag. Hier ist die Ruhe vor dem Sturm so ein kleines bisschen, denn die Woche über ist natürlich ein bisschen weniger Bewegung. Am Wochenende oft voll. Ja, zumindest was den Spielplatz jetzt angeht mit Kindern, ist natürlich eher am Wochenende. Noch sind keine Ferien. Die starten aber, glaube ich, nächste Woche starten die ersten Bundesländer in die Sommerferien. Und dann? Pünktlich dazu haben wir den Spielplatz fertig gebaut. Das heißt, ihr fahrt dann auch weg in Sommerferien, oder? Ich leider nur so 3-4 Tage vielleicht, weil Hochsaison, ne? So, klär mich mal auf. Das Gebäude stand schon vorher. Das Gebäude stand schon. Habt ihr komplett renoviert? Eher saniert, würde ich sagen. Oder renoviert, reicht eine Das ist Renovierung schon noch? renoviert. Ja. Saniert, ja. Also, Also wir haben neue Wände Leitungen gezogen, neu, Decken und Wände, alles. Also es ist schon komplett neu. Wasser, Die Dachrinnen neu, Dachrinnen, alles. neu. Also eigentlich hättest du es neu bauen können, ne? Genau. So, was hat dich abgehalten? Weil manchmal ist es günstiger, mal irgendwie die Abrisskugel kommen zu lassen. Wäre auch vernünftiger gewesen, aber das stellt sich meistens immer im Hinteren erst rein, was dann doch für eine Arbeit ist und die Umbaumaßnahmen, die Heizung raus, neue Rohre, alles aus Edelstahl. Also es war schon so, da man hätte eigentlich die Abrisskugel reinschmeißen können und neu bauen. Dann hätte man so das eine oder andere besser machen können. So, es ist schön geworden, das sagen auch die Gäste, die da sind. Ist da jemand drin im Moment? Könnte es sein? Willst du mal kurz vorher checken, dass wir das sehen? Baujahr jetzt vom Sani-Gebäude? Ja, das ist ab 20 angefangen zu renovieren und selbst gebaut worden ist es, glaube ich, in 69, 72 mal. Also die Qualität war damals schon von den Materialien gut. Das war auch ein Anlass zu sagen, wir behalten es, weil die Grundbasis gut ist. So, guck mal, allein die großen Gänge. Barrierefrei ist es jetzt nicht, muss man sagen, jetzt das Camping. Oder kommt man Ja, auch extra noch. extra im Bad? Ja. Das ist barrierefrei. Ja. Gut, ganz wichtig zu sagen, also der Bereich jetzt nicht, von 7 bis 22 Uhr, dann schließt das automatisch. Das schließt automatisch, hat Zeitschlüsse. Komme ich raus? Raus kommst du immer. Immer. So. Wollte nur mal fragen. Ja. Das Kinder- und Familienbad. Sollen wir mal gucken? Das Kinderbad, die Karte kriegen auch tatsächlich nur Kinder bis zu einem gewissen Alter. Also da ist nicht für alle zugänglich. Und die Mietbäder natürlich auch, wenn du sie gemietet hast, hast du dein Privatbad für dich, wo du ja dann jederzeit rein oder rauskommst, auch nach 22 Uhr. Aber wie gesagt, nur mit die Karte auch letztendlich haben, wie ich jetzt hier aufnahme. Übrigens auch aus dem Hotelwesen, Salto. Salto, die Profis. Funktioniert halt, das ist der Unterschied. Das funktioniert. Geht. Stimmt. So, und hier, das kenne ich, das hat jetzt Kindertagesstättenstandard, was auch die ganzen Einbauten und so weiter angeht. Ja, ja. Das sind tiefe Klos, Ja. die könnte ich noch nicht mal als Urinal Finger benutzen. quetschen. Finger geht nicht, schwierig. Ja, nee, das ist schon nach dem Kinderstättenverfahren oder wie sich das immer schimpft. Jan, geh mal bitte hin, stell dich mal davor. Unsere Tochter Jan macht mal, auch wie goldig. Das ist doch das, was man sich wünscht. Die Kids wollen sich selber mal die Zähne putzen. Ja, klar. Dann habt ihr für die Viel Neugeborenen. wichtiger finde ich auch, wenn du kleinere Kinder hast, dass du nicht in den
Sälen, wo alle reingehen, duschen mit Kindern. Die sind ja auch mal lauter oder sind auch mal ein bisschen nicht so gut drauf. Und dann kann man sie besser handeln hier. Wo Ja, du hast auch hier Papa und Mama schon mal drin, Genau. hast du drüben nicht, da gucken die immer blöd. Dann willst du auch nicht, dass vielleicht ein Mann auf den Sohn da drauf guckt und so. Ja, das ist Aber die anderen sind ja auch getrennt, ne? Männchen, Weibchen, also das heißt duschen, da kann man ja dann nicht als Familie reingehen, was ja hier möglich ist. Ne? Was ich cool finde, Can, stell ich mal daneben, das ist höher gelegt. Das ist natürlich genial, wenn du die Kinder baden möchtest. Ja, genau. So ist es auch gedacht, deswegen ist das auch höher gelegt. Kannst du gut festhalten, ne? Weil sie zappeln ja auch mal Oh, man rum. muss sich nicht bücken, ne? Hier auch höher gelegt. Ihr habt automatische Mischarmaturen eingebaut, dass die Temperatur auch gehalten wird. Das ist ganz wichtig von Grohe. Denn oftmals hast du noch Handmischer, das gibt es wirklich noch. Das ist, wie wird das denn hier aufbereitet, das Warmwasser? Wie macht ihr das? Das ist mit Gas, ja. So, das heißt also, ihr habt genug Leistung, Das ist mit Gas. noch wird sich ändern. Wird sich ändern. Die Planung läuft auf Photovoltaik mit Wärmepumpen. Habt ihr genug warmes Wasser, wenn alle mal duschen wollen? Das ist also wirklich, wirklich toll gebaut. Das war mir auch sehr wichtig. Mein Freund, der Gas-Wasser-Installateur, die Firma mit dem Fliesenlegen zusammen, das war ihm auch selber sehr wichtig, weil man kennt das ja teilweise, dass man unter der Dusche steht und dann auf einmal wird es eiskalt. Dann Oder ganz heiß? ganz heiß. Also da haben wir noch nicht einen gehabt, der sich beschwert hat. Es funktioniert. So, das ist ein Bad. Tatsächlich ist ein Mietbad frei, das heißt, ich kann das... Ein Mietbad? Ja, tatsächlich kann ich das Ihnen zeigen. Was ist ein Mietbad? Die Bäder kannst du dir mieten hier. Das heißt, die werden von niemand anderem benutzt? Nein. Hier kann ich mein Zeug drin lassen? Ja. Das habe ich aber so auch noch nicht gesehen. Du kriegst Ich von bin uns nicht eine vor Ort Schlüsselkarte, unterwegs, aber auf denen, wo wir waren, noch nicht. wenn du das gebucht hast. Und dann kommst du vorne durch die Tür, auch noch nach 22 Uhr. Preis, was kostet das? 12 Euro. Das ist doch super. Ja. Würde ich, wenn ich eine Familie hätte, sofort investieren. Ja, wir haben heute Glück, es ist heute Morgen abgereist und reist aber auch direkt wieder an. Davon haben wir 2 Stück. Davon haben wir 2 Stück. Hätte man mehr von bauen können. Ja. Ist natürlich ein Höllenaufwand. So ein Bad hier, gerade die kleinen Bäder, kosten ein Vermögen. Also für 12 Euro ist das super fair. Zumal hier kannst du auf dem Klo sitzen, so lange Du willst, genau. kannst du eine ganze Zeitung lesen. Soll man ja nicht machen als Mann. So, was ist das hier für ein Bänkchen für die Kleidung? Ja. Dann kannst du ablegen. Dann hast du hier vorne noch jede Menge Ablagen. Du hast... Zum Hinhocken, ne? Wenn jemand nicht mehr so gut Ja. Schuhe anziehen kann. Ja, genau diese Armatur habe ich als Renovierungskit angebracht. Die braucht schon richtig Wasserdruck, damit sie funktioniert. Bei uns oben, hast du gemerkt, hast du mal, kommt nur aus dem Haupthahn was raus. Ja. Ist das Bad hier identisch, das Bad 2? Ja, es ist ein bisschen schmaler, aber Da ist jemand drin gerade. da ist jetzt wer Okay, drin. machen wir nicht. Das können wir nicht gucken. So, ich gucke ja gerne in die Kühlschränke, aber nicht auf die Zahnbürsten. Dann hast du hier wirklich viel Platz und, was natürlich sehr schön ist das Hauptbad. Das heißt, hier stehst du nebenan und das ist ja wirklich Hotelstandard. Das ist das, was du eben gesagt hast. Ja, das haben wir so mitgenommen, den Standard. Vandalismus. Sind die nett, die Leute? Ja, Da doch. stopfen die unmögliche Sachen ins Klo. Und Ja, doch, das passiert schon. Ne? Aber im Grunde genommen hält sich das in Grenzen hier bei uns. Aber passiert schon mal, ja. Aber selten. Okay. So, der Föhn, also gerade für Leute, die mehr Haare haben als ich, ist Oder das, ich. oder du, ist das ganz schön. Das ist mit drin, der Boden. Das ist R11, das ist also versicherungstechnisch Rutschfest. auch mit Rutschfest, ja. Das habe ich überall gelegt, auch in dem Bereich, wo man es eigentlich nicht machen müsste. Aber damit sind es Boah, der ist so rutschfest, dass du hier, das ist eine Toilette, nee, das ist ein Einzelbad. das ist ein Einzelbad. Okay. Das heißt, wenn ich hier mit Kindern zum Beispiel bin, will man den Sohn umziehen. Oder du selber deine Zähne inkognito waschen Putzen möchtest, willst. putzen willst. So, Can, Einzelbad. Ja, da ist auch noch ein Einzelbad mit der Dusche. Ist es Männer-Weiblein hier? Was Das ist nur Männlein. So, hier kannst du natürlich alles. Das ist auch alles so gebaut, dass du auch mit scharfem Zeug hier reinigen kannst. Das ist ja Industriestandard hier. Ich glaube, ihr reinigt da auch mit anderen Reinigern wie im Haushalt, oder? Ja. Wir haben auch eine schöne Reinigungsmaschine gekauft für den Boden, die macht das auch sehr gut. Auch ein Profigerät, aber das kannst du nicht jeden Tag machen, einmal die Woche. Ansonsten, wie man das macht mit Schrubber und Besen und Abzieher. Das ist eine Entfeuchtungsanlage. Wenn viel geduscht wird, gerade im Sommer, dann zieht die praktisch die Feuchtigkeit aus dem Raum.
Ja, ihr habt die Hauptregler für alle Duschen so gemacht, dass man die abschalten kann. Genau, kann jeder für sich entscheiden, ob er Heiß- oder Kaltwasser. Eine lustige Geschichte, viele kommen und sagen, da müsstet ihr mal noch einen Haken dran machen. Ich sage, da sind doch Haken. Ja. Wo sind die denn da? Ich sage, naja, diese runden Wasserhähne und so. Ach, das sind die Haken, um die Jacken aufzuhängen oder so. Schön gemacht. Wir müssen hier eigentlich noch ein Schild drin machen. Kleiderhaken. Für Kleider. Genau. Habt ihr schon Löcher, sind hier schon Löcher reingebohrt worden? Das haben früher im Schwimmbad in den 70ern, waren immer Löcher drin. Nee. Da, ohne Witz, waren immer waren in Kabinen immer Löcher. Gut, wir sind hier aber auch nicht im Freibad. Nein, war im Freibad, war Männern im Weibad nicht getrennt, damals in Trier. Deswegen die Okay. ja, okay. Ein Guckloch. Den Guckloch, war ganz viele Gucklöcher. Also viele Leute werden sich daran erinnern, das wird wahrscheinlich in allen Städten so gewesen sein. Hier sind keine Löcher drin. Was ich geil finde, hier, guck mal, ihr habt Haken. Das ist sehr schön, weil und eine Brillenablage, denn jeder weiß das. Man sollte hier auf jeden Fall mit Badeschuhen reingehen, denn du weißt nicht, das kannst du einfach nicht vermeiden. Du kannst es abends zwar desinfizieren, aber das ist mein großer Tipp, ist, geht mit Badelatschen rein, oder? Ja, also das machen wenige hier, aber durchaus auch. Aber es wird 3-mal am Tag gereinigt, also. So, cool. Das heißt, auch hier, sag mal, hast du hier Drücker und das geht aus? Oder, das ist mit einem Sensor, das heißt, du drückst drauf und dann kommt's. Wie lange? Und ich weiß es nicht, ein paar Sekunden, 15, 16 ist einstellbar. Ich weiß nicht, was mein Sohn eingestellt hat. Und naja, dann drückst du halt wieder drauf, wenn du weiter das Wasser brauchst. Solange bis du fertig bist. Oder so gemein. Ich bin so ein Typ, ich mache gerne einen Wasserhahn auf und lass laufen, aber das geht gar nicht anders hier, ne? Ja, nein. Also die Leute würden es auflassen. Völlig in Ordnung auch so. Also hat sich auch noch keiner beschwert, dass es zu kurz läuft. Also ein bisschen läuft schon. Okay, super. Mach mal an. Können wir mal prüfen. Ja, machen wir einen Test hier, den großen Funktionstest. Hier bist du alleine. 1, guck mal auf die Uhr. Was sind nicht die Drücker, wo du, wenn du öfter drückst, weil ich habe mich immer mit dem Rücken zu dem Ding gestellt. Kennst du das, wo du die reindrückst? Das sind elektronische. Das sind elektronische. Es sind, jetzt sind wir schon bei 17 Sekunden, 18, 19, 20. Das ist ja ordentlich, oder? Klar. Ach so, jetzt wirst du es ändern. Ja, genau. Jetzt, wo ich sehe. So, 30 Sekunden sind es. Ah, das ist doch fair. Und dann ist eine Wartezeit wieder? Oder? Du kannst sofort wieder drauf. Was ist im Winter? Habt ihr eine Heizung? Hier? Ja. Hier Ist beheizt. beheizt, natürlich. Okay. Heißes Wasser gibt es auch. Wollte ja nur mal fragen, da vorne ist sie. Da ist sie drauf, hier kann man sich dann noch umziehen, gerade für Kinder ganz wichtig, die irgendwie ihr Zeug haben. Also richtig schönes Bad. Das Badezimmer für die Frauen ist natürlich noch viel schöner, oder? Meinst du? Oder ist das Wollen wir eine Kopie? gucken gehen? Wir gehen gucken. Bitte check mal. Traust du dich? Nee, ich habe Angst. Das ist schon echt gut. Ja? Ja. Ja klar, du kennst ja viele Campingplätze. Da muss man auch sagen, ich hatte mal Kontakt zum Fernsehsender, der hat mich gebeten, wir sollen Campingplätze besuchen und die beraten so ein bisschen wie Rach, der Restauranttester. Und da habe ich aber gesagt, das mache ich nicht, weil es ist nicht meine Aufgabe zu richten, ob jemand investieren will oder nicht. Aber wenn du investierst, dann kriegst du das Thema zurück, glaube ich, oder? Also ich denke, es muss sein und das ist auch unser eigenes Empfinden und von daher haben wir da auch gar keine Probleme. Wir wollen es selber schön haben und wir freuen uns, dass den Campern überwiegend auch gefällt, ne, und sich wohlfühlen. Das ist doch das Entscheidende. Wir verkaufen hier Urlaub, Freizeit und da muss man sich auch ein bisschen wohlfühlen und sauber. Es muss einfach sauber sein. Ne? Ideal Standard hast du verwendet, auch ordentliche Armaturen, dann halten die da auch wenigstens lange. Dann auch die ganzen Fliesen, das ist Feinschandzeug, nehme ich an, oder? Ja, die sind schon oft fotografiert und angepackt worden und auch gefragt, wo haben wir die her, wo sind die her? Das sind Iris-Fliesen, die sind sehr gut, auch von der Qualität des Verarbeitens. Der Fliesenleger wird es vielleicht nachher auch bestätigen. Iris-Fliesen kann ja immer einen guten Quadratmeterpreis machen, weil sie sehr gut sind und sehr gerade sind. Ne? Ich muss jetzt mal auch ganz kurz was ansprechen, weil normalerweise, auch wenn ich im Hotel unterwegs bin, da sind dann die Föhne, die dann vielleicht noch aussehen wie Föhne, aber du musst andauernd den Knopf drücken, sonst kannst du nicht die Haare föhnen. Und das fand ich bei dem hier jetzt schon ziemlich cool, weil der einfach so an- und ausgeht. Ja. Muss ich jetzt mal erwähnt haben, weil so als Frau mit Haaren, ne, da kannst du ja nicht mitsprechen, aber das ist schon sehr praktisch. Was soll denn das heißen? Ich kann nicht mitsprechen mit Haaren. Warte, ich zeig das mal. Sind noch Ich hab da nur 3 Haare. Warte. Gut. John, da werden wir mal das Thema Subventionierung deines Lasers. Genau.
Da ist noch ein Föhn drin. Das ist ein Einzelbad. Was muss ich denn tun, damit ich hier reinkomme? Ein Handtuch wie bei der AIDA über die Liege legen. Weil das sind die ersten, die weg sind. Ne? Habt ihr das schon mal? Handtuch drüber? Ach was, weiß ich nicht. Also das ist ja frei, das ist ja im Preis auch mit drin. Das kostet ja auch nichts extra. Duschen oder ähnliches oder Tankfüllen vom Wohnmobil. Und da musst du halt als Erster oder wenn es frei ist. Manche warten auch ein bisschen und setzen sich draußen hin, bis es frei wird. Und dann kann auch schon mal sein, dass ein Handtuch drüber liegt. Aber wenn du mit einem Kind kommst oder eine Tochter hast oder einen Sohn hast, dann bist du natürlich gerne mal hier drin. Ne? Da kannst ja, der eine kann duschen, der andere kann schon mal waschen. Also ich fand das sehr angenehm. Der Platz war da und dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir das so. Ne? Ja. Und die anderen, das sind dann halt die normalen Duschkabinen. Hat sich aber noch nie einer beschwert, dass hier... Donnerwetter. Nee, hat noch keiner gewagt. Hat noch keiner gewagt. Nein, wird schon als sehr Wird schon als Badezimmer benutzt. Gut. Die guckt so komisch. Nee, no, wie nicht. Ob hier schon mal jemand Sex drin hatte. Guck mal, hier die große Toilette. Das war die Frage. Aber das frage ich ja nicht. So, und ich habe es auch nicht gefragt. Hast du aber jetzt gerade. Nee, habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, Aufgenommen. ich hätte gefragt, aber sowas frage ich nicht. Habe ich erlebt, ist mir passiert wo war das, in Spanien? Großer Campingplatz, echt großer. Neben Balena de Alegre heißt der, ach Gott, wie heißt der ganz große in Spanien? Den kennt jeder Deutsche, war da schon mal. Marie? Nee, der heißt, kommen jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall nachts laute Schreie. Ich wollte schon die Polizei rufen. Und dann habe ich mich nach 10 Sekunden entschieden, nicht die Polizei zu rufen und bin wieder gegangen. Ich war auf Toilette. So, passiert. Man erlebt die wildesten Sachen hier auf dem Campingplatz, oder? Ja, stimmt. Was zum Beispiel, was kommt schon mal vor, dass sich Leute nachts laut unterhalten? Ja, Musik anmachen nochmal, ein bisschen lauter. So, und dann? Silvester trotz Böllerverbot geböllert wird. Aber ansonsten ist hier also wir können uns eigentlich gar nicht beschweren. So groß. Also das ist schon gesittet hier, das muss ich echt sagen. Also Da kenne ich wirklich schlimmere Plätze und bei uns halten sich eigentlich alle ganz gut daran. Also nicht das Mallorca und Sommer eine schöne Sommernacht ist, eine tropische, wir sind ja nicht im Sanatorium. Und wenn du dann noch draußen sitzt und trinkst einen Wein, dann bist du sicherlich auf dem Campingplatz verkehrt. Aber irgendwann muss es auch mal Ruhe sein. Ne? So. Gibt es hier eine Ruhezeit? Nein. Das heißt, die Leute halten... Du meinst eine Mittagsruhe? Nee, nicht in Mittagsruhe. Also, dass ich hier meinen Benzinrasenmäher nicht auspacke, ist auch klar, weil das macht ihr ja schon um 12 Uhr. Aber jetzt solche Arbeiten, die gemacht werden müssen, sind die um 8 Uhr morgens dann, oder? Nein. Wir fangen hier so auf dem Platz so ab 9:30 ungefähr an. 10, je nachdem, wie er belegt ist. Elektrorasenmäher oder habt ihr einen Aufsitz? Alles. Wir haben Elektro, wir haben große Aufsätze, wir haben Nullwendekreismäher. Wir haben mehrere, weil du musst die Zeit nutzen, wenn der Platz eben mal gerade leer ist, weil wieder Anreise ist. Und dann musst du zusehen, das hatte ich mir auch einfacher vorgestellt, aber so einfach ist das gar nicht. Und da musst du auch mal mähen. Ne? Also ein schöner Rasen muss auch mal gemäht werden. Und wenn der zu hoch ist, dann musst du das alles zusammenrechnen. Ansonsten hast du alles unter den Schuhen, trägst alles mit ins Wohnmobil. Das will ja auch keiner. Ne? Also, Ja, Thema Müllentsorgung. Habt ihr Trennung? ja, wir haben Trennung. Wo sind die anderen Tonnen? Ja, da ist Glas, Pappe und die kleinen gelbe Säcke und dann der Hausmüll und Restmüll. Aber sollen wir mal checken und mal gucken, was so der Deutsche da gerne mal... Hier ist zum Beispiel, guck mal, da ist da überall gelbe Sackmüll. Der Camper trennt nicht so akribisch. Das ist alles gelber Sackmüll hier. Hier ist viel gelbe Sack drin, ja. Ja, der Tetrapack hier, ne? Da ist aber nicht so, dass die direkt vom Platz fliegen, wenn du dir hier einen erwischst. Da hätten wir aber viel zu tun. Ja. Okay, aber das ist so. Viele sagen, okay, also trennen. Deswegen sind die gelben Sacktonnen auch ein bisschen kleiner. Ja. Also ich habe eine größere zu Hause. Ja. Also wir haben mehrere davon. Das wird auch gerade hier noch, das ist noch nicht fertig gebaut, die Müllstation, die wird noch vergrößert und dann kommen auch mehrere, so eine richtige Batterie mit gelben Säcken, wo dann auch für Flaschen, für das, wo man auch in Englisch mit Bildchen und so, die Hütte muss dann noch modernisiert werden, wird noch angebaut und ja, dann wird das kommen. Aber es funktioniert so ganz gut. Aber du musst schon jeden Tag auch in den Müll gucken, weil wir haben ja Probleme mit den Wirtschaftsbetrieben, wenn da jetzt Metall drin liegt, was ja auch alte Teppiche, das holen wir schon raus, ne? Weil dann kriegst du wirklich auch Ärger, kriegst auch Anzeigen und dann kostet das richtig viel Geld. Also da ist Du bist letztendlich verantwortlich dafür. Ich bin dafür verantwortlich. Wir bauen jetzt hier noch so eine Ecke, wo man sagt, komm, Müll, alte Grills und alles Metall, schmeißt so es Schrott da rein und Schrott und dann Statt in die Restmülltonne, ne? anstatt an die Restmülltonne, also da so vorbeugend. Ne? Ja.
So, du suchst noch Personal. Du suchst einen Koch unter anderem, eine Köchin, männlich, weiblich, divers, oder eine Küchenhilfe. Ihr sucht Reinigungskräfte. Ihr sucht wirklich Leute, die auch mal mit anpacken können, auch Aushilfen. Also wenn einer das hier sieht und sagt, ich mache aber nicht mehr 7 Tage, kann mir mal 2, 3 Tage. Ja, genau. Ja, natürlich, das geht alles. Ne? Wir haben schon jetzt ganz gute, aber man muss auch ins Team passen. Wir sind halt ein Familienbetrieb, wir sind mit allen Campern eigentlich immer per Du, wir sind sehr offen, sehr engagiert auch, dass man die Gäste zufriedenstellt und nicht frech, ne? Und auch mal Guten Morgen sagen. Echt, ihr sagt Guten Morgen? Ja, unbedingt. Ne? Wir sagen sogar Guten Abend. Ja. Und also das gehört bei uns irgendwo dazu. Es muss auch ein bisschen passen. Ne? Man muss ein bisschen Spaß mitbringen an die Arbeit. Ich glaube, das muss gebaut werden, so ein behindertengerechtes Bad. Ist das Pflicht oder muss nicht? Keine Pflicht. Keine Pflicht. Aber habt ihr natürlich gemacht. Und die Qualität ist die gleiche in grün. Und da ist das Ganze barrierefrei. Kannst du einfach mit deinem... Was sagen denn die Rollis, die Rollstuhlfahrer? Sind die happy hier mit dem Bad? Ja, die sind happy, dass es überhaupt eins gibt, ne? Und dann noch in der gleichen Optik, die hier da ist. Und das Ganze muss ja jetzt mal hier im Erdgeschoss sein. Es geht ja nicht anders. Das muss hier unten sein, ja. Aber ist okay. Also auch das wurde ganz neu gebaut. Ja. Wie viele habt ihr, Mittelbäder? Von dem hier, das eine. Das eine. Okay. Super. Also. Das reicht nicht. Denn ich habe schon viele Modifikationen von Wohnmobilen gefilmt. Thema. Ist da jemand drin, John? Ja, Nee. Komm, da gehen wir mal rein. Es gibt ein reines WC, gibt es auch, oder? Ja, das Haben wir gezeigt, haben wir uns dann. Miele, die Professionals, die laufen oft auf 400 Volt, aber das sieht aus wie 230er. genau. Das mit 400 Volt ist ja immer dann, wenn die vorher selbst heizen, ne? Das Wasser aufheizen vorher. Das ist richtig cool. Also habt ihr Profigeräte. Wie gehst du damit um, wenn einer da die Hundedecke wäscht? Also kannst wir ja nicht kriegen prüfen. wir kriegen jetzt eine extra Maschine nur für Hundewäsche. Das finde ich geil. Ist schon aufgefallen, dass wir das auch woanders gesehen haben. Auch in Spanien gibt es das sehr oft, dass die also eine Maschine für Tiere oder Hunde haben und das werden wir auch hier reinbauen. Ich muss gestehen, als Hundebesitzer würde ich mich gar nicht trauen, meine Sachen zu waschen in einer normalen Waschmaschine. Halt manche. Preis hier vom Waschen, was kostet das? 5er? Waschen 4 Euro Ja. und der Trockner 3 Euro. 3 Euro. Habt ihr schon mal Diebstahl gehabt von Wäsche, wo einer zu spät kam? Tatsächlich nicht. Wir haben schon mal Wäsche gesucht, aber das war irgendwie ein Versehen, die war wieder aufgetaucht. Ja, warte, ich zeig mal, wie das geht. Also Anleitung Trockner. Also das kriegt man, glaube ich, hin. Alles auch auf Englisch. Ihr habt ja internationales Publikum hier. Ja. Nicht jeder kann Deutsch. Aber die Schilder werden jetzt vergrößert, kommen hier nochmal drauf, weil die oft übersehen werden und dann die Waschmaschine geht nicht. Also Miele baut das auch nicht anders. Man muss also akkurat die Reihenfolge auch einhalten. Ach, das ist direkt von Miele hier, das Zeug. Ja, Die bauen sowas für genau diesen Einsatz. genau. So, dass die Maschine halt mit der Münze oder mit dem Geld, wir haben ja beides, einmal die Miele Münze oder wenn einer die nicht hat, also mit Geldeinwurf. Und die nehmen auch sehr viel Geld dafür. Also ich bin überrascht, was die extra für die anschließend bei den Professional Maschinen dafür nehmen, ist schon irre. Aber wenn es funktioniert, ist auch Es gut. funktioniert halt gut, deswegen machen wir das auch. Und Miele ist halt die Professional Maschinen, das sind halt die besten, weil die sind nicht kaputt. Sehr stark, ne? Sehr stark benutzt. Und So, und dann hier bauen wir jetzt noch Baumstämme rein mit so einem abklagbaren Wäschelein, so dass man dann hier, sonst haben wir die immer hier aufgehangen, das wird gerade gebaut, der Hausmeister bereitet es gerade vor, der Tisch kommt natürlich dann raus und dann kannst du hier noch so ein Bügelbrett kommt da noch hin an die Wand, dass man auch mal bügeln, aber es kommt eigentlich Bügeln nicht so vor. Ne? Mehr so trocknen. Ne? Da haben sie nicht so Lust zu. hast du alkoholfreies Weizen. Ja, Das habe ich mir gleich verdient, ja. Weil nach 4 Stunden Dreh, die wir jetzt schon fast hinter uns haben. Also es ist, wenn du alles zeigen willst, finde ich eigentlich geil, dass ich so ein toller Typ bin und das zeige, weißt du, alles. Hinter jede Schraube gucke. Du bist schon ein toller Typ. Ich bin toll, gell? Keiner lobt mich, das muss ich mal selber machen. ganz fein. Fein gemacht. Super. Super. Aber ich finde es wichtig, auch mal so eine Begehung zu machen, weil in der Zeit, also wenn jetzt einer richtig interessiert ist, ja, auch ein Reiseveranstalter, der mal sagt, hier, ich will das mal testen und so weiter, da brauchst du die Zeit, wenn du mal einen Rundgang machen willst, oder? Und das erledigen wir jetzt mal für alle. So, dann, das hier ist was ganz Geiles. War am Anfang ziemlich verpönt.
da kommen ganze Bierkästen raus. Ja, genau. Also das Tollste war, dass ein ausländischer... Warte mal, lass mal raten. Was ist das? Da ich vorhin ja schon gesehen habe, dass der Butler dafür da war, dass man das ausleeren kann, die Kassettentoiletten, gehe ich mal davon aus, dass man die hier reinigen kann. Ja, das kommt. Aber jetzt zu deinem Erlebnis. Der hat aufgepasst. Die Can hat leider eine steile Lernkurve, das Ich hab nervt mich. gesagt, ich bin wie SpongeBob. Genau. Saugt alles auf. So, erzähl mal deine Story. Was war da? Also das Lustigste, was hier, also der hat gesprochen mit einem, dann stehen die hier Schlange und dann schiebt einer eine Kassette rein und dann sagt er auf einmal, boah, ey, was hast du da gestern Abend gegessen? Oh, das ist aber groß hier drin. Ja, das habe ich aber jetzt abgeschaltet, weil manche wirklich pikiert waren. Die standen hier vor, dann war eine Schlange und die haben natürlich... Das war ein Gag. Das war ein Gag. Und dann haben natürlich alle gelacht, wieso? Und Was dann, hat er gesagt? Er hat gesagt, was hast du denn hier gegessen? Das riecht aber schlimm. das riecht aber schlimm. Ey, was hast du denn gestern Abend gegessen und so? Das habe ich abschalten lassen. Er schreibt zwar hier noch, oh, da ist aber dicke Brocken drin oder so, aber er redet nicht mehr. Ne? Und, Oh, ist das geil, mach's wieder an. Das ja, ist, eigentlich ist das eigentlich nicht ist das schlecht, cool. aber wir haben tatsächlich festgestellt, dass so manche Camper weniger, aber so ein paar den Spaß nicht Haben die das mal verstanden. angesprochen? Dann, Ich zeig mal gerade, wie groß das Ding ist, weil ich kenne die nur, dass sie nicht funktioniert haben. Die haben in Frankreich, in Marseille-en-Plage, hatten die Spülmaschinen ausprobiert. Das kam aber nicht an, weil die irgendwie, die Camper, also ich habe die dann probiert, aber die haben auch nicht so toll gespült. Das waren so Gastro in 3 Minuten, aber die waren auch keine Gastro, sonst hätten sie gespült. Das war so ein Mittelding. Habt ihr das mal probiert? Ja, wir wollten das Wir und wollten- haben das eigentlich schon bestellt gehabt. Dann kam die Pandemie, dann kamen die selber damit nicht an Land und ich habe es dann genau, wie du eben sagst, auch recherchiert, im Campingverband und so weiter. Und ich selber kenne ja die gastronomischen Maschinen. Also ich finde es unhygienisch, weil das Wasser bleibt immer stehen. Es läuft zwar frisches nach, aber du weißt ja nicht, was vorher da drin war. Von daher haben wir uns entschieden. Die Vorbereitung ist da dafür. Wir haben es gelassen. Aber hier wollte schon mal einer sein Geschirr. Dann läuft er mit dem Geschirr Mit dem Geschirr da rein. hier rum und fragt das mich machst dann, du dann noch ein, meine. sag mal, wie kann ich hier mein Geschirr reinstellen? Ich sag, du, Wie Geschirr funktioniert das gar jetzt? Das heißt, du wirfst da Geld ein, dann geht dir hier die Klappe auf. Und den Rest macht er alleine, nicht. Ja, Roboter. das ist genau, das ist also Deutsch erstmal von der Sprache und dann Ja. ist da ein Menü, was dich dann durchführt. Ich reinige selber und dann kannst du hier letztendlich draufdrücken, glaube ich. Jetzt mal, das machen Leute? Wenn man jetzt hier Dann sagt, ja, das machen sehr viele. Ne, aber lohnen tut sich das nicht, ein reiner Service. Ab Aber- 2 Euro entleert er und reinigt und macht ein bisschen Wasser rein und für 3 Euro ist das Biomittel mit dabei oder die andere Chemie, 3,50 glaube ich. Und dann kriegst du die komplett sauber von außen innen gereinigt mit dem Mittel und so wieder zurück. Ohne, dass sie anpacken muss. Ohne dass du die anpacken. Du brauchst auch hier nichts aufschrauben. So wie sie ist, wie du sie rausziehst, musst du auch hier reinstecken. Das ist ein Computer, ein Roboter, das ist eine Kamera, der erkennt den Typ, oder? den Typ, der Porta Potty ist und dann sagt er auch, also den kenne ich und dann startet er, macht den Schieber auf, geht oben rein. Das Potter Potty auch. Da ist richtig so ein Ärmchen. So ein Ärmchen. Da ist so ein Ärmchen drin. Mach mal nochmal. Was das aufschiebt. Ein Ärmchen. So ein Ärmchen. Oh, wollte ich das Ärmchen. kenne ich, wenn ich was gewinnen will, was das durchschneidet. Das Ärmchen. Genau. Aber die Neuanschaffung und die Wartung ist halt so hoch, dass sich das rein rechnerisch, wirtschaftlich eigentlich nicht lohnt. Das ist Aber eher ein es Gag. Ein Service. Na, Gag, es wird schon oft genutzt, finde es auch gut. Was das geil wäre, wenn da jetzt hier an der Seite eine Plexiglaswand wäre Ja, wie man das Man das sieht. sehen Ne? könnte. und du könntest sehen, wie es geht. Ich glaube, dann wird es jeder machen. Ja, weil das ist Ja. so, das ist so ein Tipp. Aber ich denke, die Firma, die wird das sehen, das Video. Ist es eine deutsche Erfindung oder? Ja, das Ja. ist ein reines deutsches Gerät. Also, wie der Name sagt, also Camping Camping-Butler. Sag mal, ist das Neu am Markt, 3-4 Jahre, Ist glaube ich. keiner drin, erst. ich habe gerade geguckt. hier eine Gruppenküche, dass auch mal die Zeltleute kochen können? Ja, klar. Das ist dafür gedacht. Hier haben wir wieder unsere Wasserhähne. Für die Jacken im Winter. Ja, genau. Das ist ja so eine kleine Küche mit einem Kühlschrank. Hier liegt noch ein Handy. Ja, das ist wahrscheinlich der Zelter, der gerade rausgegangen ist. Der Zelter, der sein Handy Der lädt hält. sein Handy. Hier kannst du dann vorne an der Rezeption dir ein Kühlfach, dann kriegst du deinen Schlüssel, dass da auch mal kalte oder Ich wollte gerade sagen, da musst du nicht deine Buchstaben draufschreiben beim Joghurt und hoffen, dass er noch da ist. Ja. Und das wird Na, auch bitte gerne nochmal öffnen. Das ist ja eine geile Idee. Das habe ich noch nie gesehen. Du, John? Nee, noch nie. Noch nie. Das müssen wir bei uns in der Firma einfahren. Das muss die Marlene bei sich zu Hause im Kühlschrank machen. Ja, Was, wenn einer damit du deine Cola für dich hast auch. Nee. Bei denen ist es noch andersrum. Andersrum. Ja. andersrum. Das heißt, Ja. ich bin die Sau. Ja. Nee, das stimmt gar nicht. Doch, die Marlene braucht das im Kühlschrank.
So, und hier ist noch ein bisschen Besteck, das kann man spülen. Hier ist ein Kochfeld, das finde ich gut. Das heißt, Sie könnten auch mal 2, 3 Leute zusammen kochen, die zum Beispiel im Zelt zusammen sind. Das Ganze vom Standard her toll. Dann kann sitzen, hier kannst du abwaschen. Ja, genau. Das ist die Spülküche im Innenbereich. Draußen haben wir ja noch 2 Außenspülbecken. Wenn du Sachen hast, die ein bisschen grober sind, kann man die irgendwo wegwerfen hier? Oder wenn du hier so Essensreste... Ja, Wo? da Steht ein Mülleimer, da machst du die rein. Okay, bitte nicht ins Klo schmeißen. Cool. So. Da kommt er. So, das sieht man hier. Ja, wir sind durch. Wenn du mir... Die Toiletten? die Toiletten und die Hundedusche. Die Hundedusche. Das ist das Wichtigste. So, und danach wollten wir ja mal zu dir. Du wohnst ja hier drüber, auch noch mal gucken kommen und da alles. Die Hundedusche. Wer kam denn auf die Idee? Weil ich dusche meine Hunde immer auf dem Campingplatz, auch in der normalen Frauendusche mache ich das immer. Okay. Kurz bevor die Da kommen. kriegst du aber hier einen auf den Poppes. Echt? Ja. Das heißt, ich darf meinen Langhaar-Terrier nicht mehr in der Frauendusche? Nein, darfst du nicht. Nee. Nein! Denn die Hundeschwänze. Die Hundeschwänze. Also wenn du, Von Ikea. Can, Ja, genau. Can, wenn du nicht lieb bist, dann hänge ich, nee, sage ich jetzt nichts. Aber ist ja geil hier, auch dieser kleine Parker, der dabei ist. Ja, der Parker gehört uns nicht. Ich Ja. hoffe, dass er hier hängt für den nächsten Einsatz und nicht... Die nutzen den immer und hängen ihn wieder. Ah, okay. Gut. Hat eine So. Camperin hier hängen gelassen und hat gesagt, Boah, es ist aber auch ein Hundeschwanz, den man da sieht. So, dann da vorne, da kannst du ein bisschen abwaschen. sogar schön. Kriegen die auch warmes Wasser, die Hunde? Oder, Und wir kriegen natürlich auch warmes oder müssen die frisches Quellwasser aus der... Nee, mit, warmes Wasser. falls du mal einen Hüftschaden hast. Can, geh mal hoch. Ich will mal gerade einen Belastungstest machen. Bitte auf allen Vieren. So, cool. Also da kann der Hund drauf. Können auch große Hunde drauf. Du hast ja selber ein großes... Hast du den da mal gewaschen, dein Ja, großes? klar. Ja. Also er mag es nicht so, aber er kennt das auch. Zu Hause habe ich auch eine Hundedusche, da geht er schon eher mal. Also du wirst lachen, wie manche Hunde sich, wenn die einmal hier drin waren, das zweite Mal rein sollen, wie die sich alle 4 von sich spreizen. Nein, Wie Katzen. Oder? wie Katzen. Katzen. Ja, wer will schon gewaschen werden, wenn man schön nach Eingeweiden stinkt. Das ist auch so eine eigene Erfahrung, dass wenn man hier im Harz ist und man kommt ja mit viel Hunden, man wandert sehr viel und gerade auch im Winter, wenn die Hunde dreckig sind, matschig sind, es hat mal geregnet, dann willst du die ja auch nicht so dreckig ins Wohnmobil oder im Wohnwagen lassen. Und dann ist das, finde ich, ganz schön, dass man die erstmal hier schön sauber waschen kann und abtrocknen kann und dann feucht halt mit ins Wohnmobil nehmen kann, aber sauber. Ne? Also ich habe ja auch so einen Langhaarhund. Und wenn ich den jetzt bei mir mit ins Wohnmobil nehmen würde, wenn der durch die Matsche läuft, das ist nicht angenehm. Nee. Ich habe übrigens die höchste Resonanz bei meinen Überschriften auf Kacken im Wohnmobil. Das ist so, weil die Leute ein bisschen ein Problem haben mit dem Thema Toilettengang, Wohnmobil, Camping. Das spricht irgendwie keiner groß an. Aber das ist das Wichtigste von allen, dass also die Leute wissen, wenn ich hier mein Geschäft verrichten will, dann lande ich wahrscheinlich in einem Zustand, der besser ist wie zu Hause bei manchen. Dogbar, das ist immer so, meine Hunde klauen immer das Katzenfutter um die Ecke. Nee, die wissen auch schon, wo es ist. Ja, und das steht nämlich immer draußen und auf einmal ist die Zora weg. Und dann weiß ich auch schon, wo sie ist. Da frisst sie das ganze Katzenfutter auf. Ja, was für die Katze. Das hört man aber sehr oft. Das scheint wohl für Hunde so in zu sein. Das Katzenfutter kriege ich sonst nicht. Ja, genau, weil das schmeckt ja auch gut. Das sind die WC-Anlagen. Was ist denn das für ein Ding hier? Klär mich mal auf. Ja, zum Händetrocknen. Zum Händetrocknen. Nix Dyson hier. Das ist es Nein, gut? das ist nicht. Das ist nicht Dyson. Also aber es das ist Ding gut. wollte ich bewusst haben, weil diese Handtücher, die fliegen überall rum, die Schnipsel, das wollte ich nicht. Ich liebe die Dinger eigentlich nicht, aber aus Hygienegründen und aber auch, weil die Papiertücher ständig alle sind, überall rumfliegen, die Schnipsel beim Rausziehen, habe ich gesagt, nein, wir bauen jetzt hier so ein Ding rein. Also ich bin ja gar nicht so ein Freund von eigentlich, aber jetzt... Finde ich aber ganz praktisch. So, endlich mal, also Alle Toiletten, ich zeig's mal grad. immer mit Touch. die Arme hat sich hier hin... Es ist eine Schnarke. Die sticht aber nicht. Das ist das, die großen stechen nicht. Bitte nicht töten, haben ganz wichtige Aufgaben und schade, sie wird wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Welche Aufgaben haben Die die denn? fressen andere Insekten. Nein, kannst du gar antworten, okay. Die Schnaken, ja, jetzt kommt die Schnakenzeit. Nee, das sind wie nennen sich die ganz großen, die Hornussen. Die Hornissen, die fressen auch andere Insekten. Das ist ganz wichtig. Also da, wo die sind, hast du im Regelfall immer schön sauber. Dann
Ja, das ist ja mal eine Urinalbatterie. Can, jetzt siehst du das auch mal, wie wir machen müssen. Wir dürfen uns dann nicht mal setzen auf dem Ich habe Festival. gehört, das ist für die meisten Männer ja schon ein Must-have im eigenen Bad. In Urinal. Ja. Für dich wohl nicht. Ich habe es einfach nur vergessen, aber ich setze mich ja immer. Weißt du, ich würde ja niemals... Ich habe die hier auch elektronisch gebaut. Das heißt, du gehst davor und spülst und gehst weg und spülst. Und das ist ja auch gerne. Nee, da sieht man, dass du kein Mann bist. Du musst mindestens N Sekunden davor bleiben. Wie viel? N, das heißt also 20 oder 30 Sekunden, weil du musst ja noch auspacken, ausschütteln. Also jetzt, siehst du, das ist so. Und er hat eine Vorspülung, hast du gesehen? Das bedeutet, du kennst das Problem bei Männern, wenn die nebeneinander stehen. Die sind alle nebeneinander und dann kann der eine nicht. Ach so, okay. Dann das Wasser vor und Da läuft das Wasser vor. Siehst du? Hab ich doch gesagt. Hast du eingelocht. Und da läuft das Wasser vor und wenn ein bisschen Wasser kommt, das gibt es übrigens auch in Japan, da gibt es ja diese Urinale, da kommt ein Geräusch raus, was nach Wasser ist. Okay, Und dann kannst du auf einmal was machen. damit ihr besser pullern könnt. Du musst ja mal Es gibt einweihen. Dinge, die macht man, mal weiß man von Männern einfach nicht. Aber ihr dürft euch auch setzen. Ja? Echt? Ja. Cool. Hat man guten WLAN-Empfang hier? Ich saß hier noch nicht drauf mit WLAN-Empfang. so ein Netzblocker. Ja, das wäre gut. Kann man hier dein Video gucken? Gut. So, Ich weiß es nicht. kann man hier ein Video gucken? Wichtigste Frage von allen. Oft sind die ja im Kellergeschoss. Aber Pass nur auf, dass du nicht mit der Bluetooth-Box im Wohnwagen verbunden bist. ein Video, was in die Annalen von German Television eingehen wird. Die Geheimnisse des Mannes mit dem Urinal. So, das ist... Die Damen. Bitte mal checken, ob... Sieht gut aus. Luft ist rein. Das ist übrigens gilt auch für die ganzen Bäder. Hier haben wir einmal komplett gespiegelt. Nee, nicht gespiegelt, identisch. Ja. Ist das ein Durchlauferhitzer, der kleine da? Ja, Der geht auf 230 Volt. ja. Und der geht. Ja, genau, das geht ganz gut. Goldig. Die waren ja früher so riesig. Ja, jetzt nicht mehr. Also das für die Hände waschen, da reicht es aus. Ne? Echt? Das geht? Mach mal an, Can. Ist das automatisch warm oder wie kann ich die Temperatur? Die Temperatur kann man einstellen an der Seite, an den Hebel. Und der macht gar nicht mehr Klack, sondern der ist elektronisch, oder? Nicht mehr Klack, ja, ich kenne die mit Klack nicht. Die Durchlauferhitzer waren so klock, klock. Und dann hat immer das ganze Haus war Direkt warm. Ist warm. Ja. Cool. Er hat viel gelernt. Das hier kennt man ja noch aus der Pandemie. Genau, das bleibt auch hängen, weil viele immer noch und nach wie vor auch gerne mal ihre Hände desinfizieren. Ich finde es auch okay. Das Zeug ist ja teuer. Ist da Originalzeug drin oder macht ihr da Original? Ja. Okay. Was soll man denn sonst sagen? Ja, keine Ahnung. Die Leute sind erfinderisch, die machen da Schnaps rein oder Nein, das ist original. Original. Also Hut ab. Was ich gut finde, sind diese kleinen Mülleimerchen. Genau. Das weiß ich ja schon, dass Frauen ja durchaus mal irgendwelche Kleber-Dinger, die du drauf machst, musst du wegschmeißen. Dinger, die Bösen, genau. Bösen. Ja. Oder was weiß ich, ich habe ja selber genug Frauen zu Hause, also insofern eine. Und da braucht man halt so Mülleimerchen. Und das ist überall so oder ist das nur auf... Ja, ist überall so. So, das ist gut. Das ist aber auch schick. So, dann warum habt ihr viel größere Toiletten als wir? Das ist die Seite, wo eure Urinale sind. Ach, stimmt. Hier dürfen dann extra. Ja, die Frauen, die Damen nicht. Ne? Stimmt, das ist die Urinalseite. Und dann hat man 3 XL-Toiletten. Ich zeig's mal gerade. So. Ich hätte die gerne gekauft, aber die gibt es nicht hier. Ich habe gedacht, es gibt die, aber gibt es nicht. Ich habe mich gleich benachteiligt gefühlt. Sind wir durch? Sind wir durch? Oder sollen wir doch nochmal... Ja. Oder sollen wir doch nochmal deinen... Jetzt sind wir durch. Auch nee. Nee, lieber nicht. So, wir sind... Hier ist die Tür, Was ist da? hier ist die Tür, was noch Baustelle ist, wo ja eigentlich mal die Salzgurt und der Saunabereich geplant ist. Wobei ich da noch im Grübeln bin, ob man nicht lieber eine Blockbohlen-Sauna nach draußen baut, weil wir ja in der Natur sind, hat ja auch seine Reize. Gibt es ja auch tolle Dinge. Das wird entschieden irgendwann mal. Can Herzog hat gesagt, dieser Campingplatz, den mag ich ganz besonders, weil ich heute Abend übernachte im... Schlafpott. In der Jolene. Ja, Da gehen wir jetzt noch hin, gucken uns das Ganze an und Schlafpott, kann man das so nennen? da werden wir gleich, ich sehe schon, mein alkoholfreies Weizen muss noch ein bisschen warten, aber damit ihr euch so ein bisschen verorten könnt, gehen wir jetzt mal um die Ecke. Hundedusche ist hier.
und linke Hand kommen die. Können wir uns darauf einigen, dass wir das in den Videos Tiny Häuser nennen? Ja. Weil meine Community, ich sag mal gerade, hier ist die Chemietoilettenentsorgung und das Schmutzwasser übrigens. Ja, gut, Bitte, wir haben eine hier, da und dann unten auch nochmal 3. darf man unten auch Chemie reinmachen? Ja. Ja. Ist eigentlich schade, weil die Großen haben ja gar keine Chemie. Das heißt, du könntest ja theoretisch, Ja. die Entsorgung kosten Vermögen, oder? Nö, Geht. das ist okay. Okay. So, Hydrant. Geht noch? Du darfst nicht überall Chemieentsorgung machen. Ne? Das Nein, muss die Entsorgung, genehmigen. die Entsorgung für dich meine ich. Du kannst es ja nicht einfach in den Bach leiten, oder? Nein, das geht schon in die öffentliche Netze rein. In die Netze rein. Ist hier ein Anschluss öffentlich? Ja. Das sind Ist öffentliche. der Aufwand hier hoch, der extra gebaut worden, oder? Ja. Nee, das haben wir schon. Cool. Das Einzige, wir haben unser einziges Trafo-Haus hier, unsere eigene Stromversorgung über ein Trafo. Ne? Ist es oberirdisch eigentlich die Zuleitung? Nee, die ist unterirdisch. Unterirdisch. Das heißt, wenn es mal stürmt, ist nicht hier stromlos. Nee, das passiert nicht. Ja, bei uns in Frankreich alles oberirdisch, wenn es mal richtig knallt. Ehrlich? Ja. Ehrlich. Dann nur ein Ringnetz und kein Sternnetz. Haben wir schon mal öfter Stromausfall. Ja. Wo ist Jolene eigentlich? Jolene ist da vorne links und das gehen wir jetzt mal gucken. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr mal Lust habt, auf diesen außergewöhnlichen Campingplatz zu kommen, mitten im Harz, dann fahrt bitte Richtung Goslar und gebt vorher bei Google ein Harzcamp Goslar, das mir die Sarah gerade mal hier in den Rücken hält, in die Kamera hält, den Rücken. Und hier haben wir Jolene und da wird die Jeanne heute Nacht übernachten. Und ich werde dir vorher noch ein paar spookige Geschichten erzählen, dass sie nicht schlafen kann. Tschüss, Jeanne.